Und hier sind wir bei einer neuen Folge von The Outer Worlds auf dem Weg in die Medical Bay. Okay. I am not making a scene. Was ist denn? I'm sorry. Am I causing a scene? Das... See, Umfuru? We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jessie in the first place. Worum geht es da mit deiner Freundin? Let me get one thing straight. Jessie and I are not friends. I just owe her, okay? Okay. As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not receiving visitors. Okay. Vielleicht kann ich ja mal bei Jessie vorbeischauen. Jessies Situation klingt normal für mich. Yeah, if she's in the morgue. Vielleicht will sie lieber in Ruhe gelassen werden. Come on, we're on a space station. No one gets that kind of luxury. Okay. Besides, who wouldn't want to see me? I'm a delight. Was? Moment, du magst sie nicht einmal, aber du siehst nach, wie es ihr geht? You say that like it's weird. Ja. Sehr großzügig von dir. It is most certainly not. And watch where you go saying that, okay? You're gonna give people the wrong idea. I just don't like to leave a debt unpaid. Okay, ja. Da kann ich ja mal bei Jessie vorbeischauen. Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy, I'll be impressed. Okay. Hey. What seems to be the problem? Ich würde gerne mit Jessie Doyle sprechen. If only my other patients had so many inquiring after them. I'll tell you what I've told the others. The records say Miss Doyle checked herself in and requested I admit no visitors. The requests of our patients are paramount, so no, you may not see her. Warum glaube ich dir das nicht? In den Akten steht, überhaupt schon mit ihr persönlich geredet? She's not my patient. I'm certain no one on my staff would falsify patient records, if that's what you're implying. Kann ich bei dir Vorräte kaufen? Du scheinst ja einiges auf Lager zu haben. Not without dispensation from Chief Junlei, I fear. Supplies are hard to come by out here. Okay. Wie meinst du denn das? We don't have the ability to manufacture our own medical supplies here on Groundbreaker. Regrettably, we are dependent on the board for such mundane items as bandages and antibiotics, as well as more critical resources like adequately trained staff. We'd nearly signed a supply agreement with Anti-Cleos, but they demanded we only use their branded drugs, and that's simply not tenable. Take care. Ja, okay. Kann ich hier... Nachrichten. An Captain Iron. Irion. Wo sind meine Roboter? Ich brauche ein Status-Update, Irion. Ich weiß, dass du mit der Skylla-Abkürzung angegeben hast, aber vielleicht könntest du das nächste Mal durch einen Teil des Weltraums fliegen, der nicht mit Piraten infiziert ist. Piraten sind dein Begriff, oder? Die Typen, die Fracht lieben und Regeln hassen. Auf der Krankenstation gibt es nur noch stumpfe Instrumente, verdünnte Medikamente, lange Schichten und zittrige Hände. Lass mich nicht im Stich. Protokolle haben wir Mitarbeitermangel. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Alle Behörden, die nicht zu Groundbreaker gehören, sind einfach so frustrierend. Der Vorstand will uns keinen Chirurgen schicken, solange Junlei nicht damit einverstanden ist, ein Drittel der gesamten Anlegegebühren abzudrücken. Und Spacer's Choice schickt uns keine Vorräte mehr, solange wir keinen Exklusivvertrag für die Produkte abschließen. Nein, danke. Ich habe schon genug minderwertige Nadeln gesehen, die im Arm eines Patienten abgebrochen sind. Ich muss mit Junlei darüber reden, aber ich weiß, dass sie ihre eigenen Probleme hat. Einige von uns machen sich Sorgen, dass die Kosten für die Unabhängigkeit der Groundbreaker ins Unermessliche steigen. Okay, alles klar. I hope those automechs get here soon. Das heißt, habe ich mal alles auch aufgemacht. Und hier... Oh. Patient verspürt ungewöhnliche Nebenwirkungen nach der Dekryonisierung der letzten Reise. Beklagt sich über längere Tage und mehr Langeweile, als würde die Zeit selbst langsam werden. So schwere Komplikationen habe ich noch nie erlebt. Habe eine erhöhte Stim-Dosierung verschrieben. Ich bin so optimistisch, was die Symptombehandlung angeht, aber der Ursprung macht mir Sorgen. Ich werde mich bei ein paar Mega-Frachtercrews und einigen Konzernärzten auf Theta 2 melden. Aktualisierung. Ich habe erfahren, dass interstellare Mannschaften das Phänomen als Sprunggrippe kennen und jeder jemanden kennt, der das schon mal hatte.
Aha. Upsla. Extrem in Fällen ruiniert Körper und Geist des Betreffenden komplett. Vorstandsmediziner, die wenigen, die mir geantwortet haben, bestanden darauf, dass sich der Patient die Symptome ausdenke, um seine Pflichten zu vernachlässigen, ist ja klar. Ich glaube nicht, dass mein Patient simuliert, aber wie weiß ich das, wenn der Vorstand sich nicht mal meine Indizien anschauen will? Ja, und anscheinend war das hier jetzt nicht so... Der Stehlen tun wir nichts, die haben ja eh fast nichts. Wer ist das? Wer ist das? Ah, ein kranker Polizist. Authorized Personal Owned. Ach ja, hier muss ich hin. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Was ist los? I'm expecting our delivery fellow to stop through with medical supplies and service auto mechanicals. Name's Captain Irion. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. Ich könnte ja nach ihm suchen. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. Ja, okay. That's where I'd start, were I the adventuring type. Okay. You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. Okay. Wie komme ich jetzt da rein? Da ist restricted. Ja, ich glaube, das wird nichts, wenn ich da reingehe. Ganz kurz mal. Ich habe ein Tagebuch, einen Kodex. Ja. Die kritische Lösung auf Skylla jetzt. Wer ist da? Finde Kettenmangel wegen zur Strecke. Ach, das ist das. Das Notsignal auf meinem Schiff. Die Wissenschaftswaffe der Groundbreaker muss ich noch machen. Und hier, ja, das da. Und hier muss ich auch noch ein Sicherheitsterminal finden. Und hier auch noch, okay. Was ist, wenn ich das hier mache? Ja, da muss ich da rein, aber wie komme ich da rein? Ganz kurz mal. Ja, ich komm da nicht durch, da ist ein Polizist, das ist restricted. Das kann ich vergessen. Moment. Looking sharp. Was? You ever wonder if maybe folks keep doors closed? Ich muss mich beeilen. To the last ratchet on rotten time. Leave me in peace. You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? Ellie hat mich geschickt. What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine, so long as I'm left alone. Mach die Tür auf, bevor ich sie eintrete. Should have known she'd send a bruiser after me. Damned if I don't rue the day I saved her scrawny little hide. Inadvertently, I befriended a bloodhound in the process. Alright, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. Okay, dann sind wir jetzt schon mal hier drin. Hallo. The truth is, I'm not sick. Ja. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you? Nee. See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. Was hast du angestellt, das dich in Schwierigkeiten gebracht hat? What? No, I didn't do anything. I'm a law-abiding denizen of this ship, I swear. Und trotzdem glaubst du, dass der Vorstand dich verfolgen lassen hat und versteckst dich jetzt? Think? No.
I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week 1, assuming you want to keep breathing. All right, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. Okay. 3 weeks back, I caught rumor that the blood-tier diamond, last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced for the first time in 70 years. Also hast du ihn gestohlen. If I had, you think I'd be hiding out in the med bay? I was gonna steal it, lined up Udom as my buyer. He paid half up front to finance the operation. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Ooh. Anywho, I barely made it out with my life, and nary a plan to make back Udom's deposit I'd spent. Ellie hat mich gebeten, dir zu helfen, also habe ich vor, genau das zu tun. Udom Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. Ich spreche für dich mit Udom Bedford. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Okay, alles klar, jetzt haben wir das auch mal gemacht. Und hier kommen wir nicht durch. Was ist hier denn? Nichts. Ich schau trotzdem mal rein. Stehlen tun wir nichts, weil das ist für die Kranken. Das ist in Quarantäne hier alles. Ich muss mich beeilen, ich muss wieder raus hier. Oh nein, ich muss wirklich raus hier. Huiuiuiui. Hi. Da hat sie jetzt geguckt, ne? Any word on Jesse? Sie steht beim Vorstand in der Kreide und glaubt, jemand ist hinter ihr her. Ich kümmere mich darum. Good luck. The board's got an office on the promenade just before engineering. You can't miss it. Gut, und schon wieder sind wir eins weiter. When you need to eat and run, Borsted baked beans is the only one. Letzter Benutzer. Callahan M, Everson B. Callahan M ist immer noch angemeldet. Du hast einmal getroffen, als du den Vertrag von Spacer's Choice unterschrieben hast. Und dann von Callahan an den Manager. Spacer's Choice. Ich sag's nochmal, der Hut passt irgendwie nicht. Irgendwas stimmt nicht damit. Wie viele Leute haben das Ding vor mir schon getragen? Ist das jetzt mein Leben? Wenn das so ist, dann muss ich das akzeptieren. Dann bin ich eben euer Mondmann. Aber am Ende wird nichts mehr von mir übrig sein. Martin. Ach, Martin. Ja. Oh. An Mama. Mama Sie. Geht's dir gut, Liebling? Mom. Ich hoffe, dir geht's gut, Mom. Dachte, ich melde mich mal wieder. Ich habe viele Ingenieure als Kundschaft. Ich erinnere mich noch daran, als ich zu Hause auf Terra 2 als Mechaniker gearbeitet habe. Lilia Hagen von Sublight hat mir gesagt, dass ich immer noch eine Karriere im Bewerkungsgeschäft anstreben kann, wenn das hier nicht funktioniert. Kannst du der und die anderen für mich drücken? Ich finde es echt cool, dass wir so in Kontakt bleiben können, Mom. Kleine Erinnerungen an zu Hause sind wichtiger denn je. Viel Spaß mit den tollen Space Choice Produkten, die ich dir geschickt habe. Die kriegst du auch bei dir daheim. Aber ich dachte, du freust dich, weil ich ja Konzernrabatt und so kriege. Martin. Öffentliche Ankündigungen, die Hitze. Ich weiß, dass es schlimm ist. Mein Büro ist den Kühlkörpern am nächsten. Ihr könnt euch also vorstellen, wenn er mich jeden Tag 3-mal duschen will. Mir ist das Problem also durchaus bewusst. Wir suchen schon nach einer Lösung mit Hochdruck, mit allem, was uns zur Verfügung steht. Es ist ein mechanisches Problem und dafür gibt es eine mechanische Lösung. In der Zwischenzeit bekommt ihr alle zusätzliche Wasserration und legt regelmäßig Pausen ein. Ihr habt sie euch verdient. Wenn ihr irgendeinen kühlen Ort sucht, sprecht den nächsten Ingenieur an und fragt, wo die Luftzirkulation besonders gut ist. Auftragnehmer gesucht, Sublight Salvage. Oh. Suche mal alle flexiblen Space mit Andock-Erlaubnis in Stellar bei Bezahlung im Austausch gegen legales Bergungsgut. Details nach Auftragsannahme. Ausstehende Haftbefehle, vergangene Verurteilungen. Wir stellen keine Fragen. Unsere Hintergrundprüfungen filtern kriminelle Elemente raus. Glaubhafte Abstreitbarkeit ist die Vorgehensweise von Sublight. Weitere Details bei Lilia Hagen im Lagerhaus neben dem Spreadwurst-Restaurant, 2. Etage. Und Herumlungen auf Vorstandsgelände ist streng verboten.
Nicht löschen. Das Büro und das Firmengelände von Halcyon Holdings sind ausschließlich für die Abwicklung offizieller Vorstandsangelegenheiten vorgesehen. Personen, die Vorstandseigentum unrechtmäßig gebrauchen, werden entsprechend abgestraft. Zum Vorstandseigentum gehören unter anderem das Büro von Halcyon Holdings hier auf der Groundbreaker, der Platz direkt vor meinem Schreibtisch, der Platz hinter meinem Schreibtisch, mein Eingangsbereich, mein Liegeplatz und, was am wichtigsten ist, meine Treppe. Vielen Dank für die Kooperation. Udon Bedford, zertifizierter Vermittler. PS, ich möchte noch anmerken, dass der Nächste, dem ich beim Trinken auf der Treppe vor der Botschafter erwische, Bekanntschaft mit der unwirtlichen Seite der Luftschleuse machen könnte. PPS, ich muss diese Ankündigung bereits zum 3. Mal veröffentlichen und es hängt mir wirklich zum Hals raus. Mit Einverständnis des Vorstands werde ich ungebührliches Verhalten ohne zu zögern nachgehen. Wen ich erwische, der kann mit angemessener Bestrafung rechnen. Felix Millstone. Okay, alles klar, jetzt haben wir wieder was Neues erfahren. Und dann gehen wir jetzt einmal hier rum. Hier ist nämlich Sublight, Salvage and Shipping. The pirate ship? Pirate I'll Ship? go in for documents. Hier ist so viel zum Entdecken. Their front looks surprisingly on the up and up. Von L. Hagen, nicht weglaufen. Wir haben schon wieder einen Auftragnehmer an ein UDL-Kampfschiff verloren. Das ist eure tägliche Erinnerung, dass seriöse Auftragnehmer nicht von den Behörden Reißaus ausnehmen. Und wir sind seriös. Bleibt ruhig, zeigt eure Dokumente. Und wenn ihr trotzdem vor Gericht landen solltet, boxe ich euch persönlich wieder raus. Hat einer von euch Horror in letzter Zeit gesehen? Ich könnte jemanden gebrauchen, nachdem ich ihn verlassen kann. Von Hagen L. an die S-Konzern, an alle, also praktisch hier eine allgemeine Rundmail. Im Gegensatz zu den meisten von euch Spreads spült Catherine Sublight regelmäßig Geld in die Kasse. Ab heute bis zu dem Tag, an dem ich was anderes sage, ist sie sozusagen eine Erweiterung meines Schreibtisches. Ihr macht, was sie sagt. Und da wir gerade dabei sind, Tobias will meinen Schreibtisch erweitern. Ja, ich will meinen Schreibtisch erweitern. Vollbrook-Lieferung, Purple-Likör, eine Menge, Spektrum Wokter sogar noch mehr, generische Erotika, die Leute hier sind ja wirklich nicht wählerisch. Exotische Erotika, Ausnahme ausgenommen, aha. Space Cake Surprise, keine Ahnung was das ist, aber es stand auf der Bestellliste von letzten Monat, also könnt ihr entweder danach suchen oder euch in der Küche richtig ins Zeug legen. Und von Black Cow Holocom signiertes Wurfball-Poster. PS, Tobias, wie sieht's mit den Schreibtischerweiterungen aus? Meine Scanner haben mir verraten, dass die Martels ein Schiff des Freischaffenden beschlagnahmt haben, weil sich der Captain daneben genommen hat. Die Crew hat bei Vera so auf den Platz gehauen, dass sie die Freigabebügel nicht mehr leisten können. Wer immer mir die Bergungsrechte verschafft, darf sich stillschweigend zu mir ins Büro hocken und einen Profi bei der Arbeit zu sehen. Einer der unseren hat einen Zwischenfall mit einem von denen. Wir haben also wieder mal einen Auftragnehmer verloren. Hab das Schiff verstottet und ein Zehntel des Vertrages für die Beerdigung verwendet. Ich kümmere mich um meine Leute. Ein kleines Spread hat mir verraten, dass eine Kiste vergammeltes Zystenschwein in einer Schlucht auf Monarch gelandet ist. Mal sehen, wie viel wir davon verkaufen können. Da wir gerade davon sprechen, keiner ist mehr bei Anticlios Imbiss, bis ich es sage, irgendwas in der Küche schlecht geworden. Das nächste Mal, wenn einer von uns ein verlassenes Schiff findet und es außer Dienst nimmt, sollte er besser ein Bodenteam zum Trümmerfeld schicken, bevor die Plünderer aufkreuzen und uns alles wegschnappen. Wir mögen Sturzsammler sein, aber wir sind keine Aasfresser. Okay. Ganz kurz mal hier. Oh, da ist noch ein Aufzug dann hier hinten. Oh. Ach so, das ist nur ein Dienstleister, mit dem rede ich nicht. I have to say, Miss Holcomb, you are surprisingly adept in combative situations. Why do I suspect you're about to Tobias Oyama. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? Ja. Captain Hawthorne. Sure you are. Oh. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Du bist also Angestellter von Sublight? Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days, I stick to HQ and look after Miss Lilia. Okay, voll interessant. Okay, ganz kurz mal. Cool. Miss Lilia takes good care of us, see? The authorities stay off our tails. Jo. Ah, was ist denn hier? Kann ich das? Moment, ich will mal... Dienstleister. Sollte euch das Gesetz auf den Fersen sein, erteilt unsere Rechtsabteilung euch die Erlaubnis, die folgende Passage aus unserer kolonialen Handelslizenz zu rezitieren. Den Vorschriften bezüglich Haltbargemach und Borst folgend werde eine solche Geschäftsentität, die entsprechend zwecks Gewinnerzielung und Verbraucherfreundlichkeit berechtigt, landwirtschaftliches Gerät und Zubehör zu beschaffen, zu besitzen und zu verschrotten. Was?
Kurzfassung, wenn wir mit Dosenfleisch handeln, können wir ganz legal Traktoren und Traktorteile bergen. Daher habe ich eine Dose Boasts in einem Schließfach im Besitz von Sublight auf einer anderen Welt deponiert, wodurch die Waren, die ihr dann schafft, als Landwirtschaftsgeräte klassifiziert werden. Alles, was wir tun, ist völlig legal. Und jetzt bringt mir eine große Scheibe Profit heim. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Was? Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Ich habe dein Jobangebot an einem öffentlichen Terminal gesehen. At least one system on Groundbreaker still works. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Lass Ada bloß nicht hören, wie du ihr Schiff beleidigst. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. Just like in the serials. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? Ja, ich habe keinen Navigationsschlüssel, aber ich kann ihn den Job trotzdem annehmen, weil ich besorge mir noch einen. I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the Rest and Go might have what you need. Ja, da bin ich dabei. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. Ich gehe davon aus, dass Sublight nicht nur ein Bergungsunternehmen ist. These days, the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests into other sectors, where I can let my hair down. Welche anderen Sektoren verfolgt Sublight denn abgesehen vom Bergen und Versand? Our field is persuasive acquisitions. At least that's how my legal advisors tell me to phrase it. Not all of our salvage is abandoned when we find it. Sometimes it takes a polite conversation and a shot across the bow. You know, legal formalities. Ihr seid also ein Unternehmen bürokratischer Piraten. Your words, not mine. Wie organisiert ist dieses Geschäft? Very. I have this thing about numbers in spreadsheets, grids in general. I like to think of myself as the last honest businesswoman in Halcyon, but I'll settle for being the most organized one. Du bist ziemlich ehrlich über die kriminelle Seite von Sublight. Hey, careful with the C word around here. I like to keep things above board, and that kind of talk only makes trouble. Alles klar. Sublight occupies a legal blind spot. No one knows what we're licensed to do, and that gives our little business some freedom. But let's not tempt fate. Nochmal zu meinen anderen Fragen. Ask. I have nothing to hide. Ich habe keine Fragen mehr. Be seeing you. Make sure you aren't followed on your way out. Okay, interessant. Who wants to play an impromptu tossball match? No one? Die Bratwurst. Das sieht nicht schön aus. If you're hungry, you've come to the right place. I've got a fresh ground batch of spratwurst cooking. They're terra-fried to lock in the juices. How about a grinder's dozen? Was genau ist denn Bratwurst? You know what sprats are? Space rats. The laboratories of Spacer's Choice found a use for this limitless frontier resource. Sprat meat is plenty tasty when properly prepared. We grind them up in sausages, then terra-fry them in their own juices. Ist Bratwurst etwas wie Borstwurst? Die habe ich schon öfter gesehen. Absolutely not. Spratwurst and all related terms are registered trademarks of Spacer's Choice. Boar, the other meat, is a registered trademark of C&P. Everyone knows our company and theirs are nothing alike.
Was bedeutet Teller gebraten? Terra frying is a Spacer's Choice brand secret. A mix of 13 herbs and spices, plus a dash of modern chemistry. Aha. Bratwurst etwa deine Erfindung? Legally? No. The Terra frying method was developed and marketed by Spacer's Choice. Between you, me, and this grinder, I've been through lean times. If there's one thing you learn on tramp freighters, it's how to make near anything edible. Might be that this old space hand put a few words in the right ears, and could be that Spacer's Choice liked sticking it to C&P by R&Ding our own special meat. Das reicht fürs Erste. Just as well. Near about time for me to go check on the trap. I mean, to unload another crate of farm fresh sprats. Brauchst du kurz Zeit? As long as you don't mind me grinding Ja gut, das habe ich ja jetzt wahrscheinlich schon gehört, oder? Little things don't make themselves chewy. At least not yet. I'm sure modern science will find a way. Just as well. Near about time for me to go check on the trap. I mean, to unload another crate of farm fresh sprats. Fresh from the grinder, any hour. Gut, da will ich nichts. Da will ich echt nichts. Ich gehe... Was ist dir... Aha, Ike's Armory. You look like someone who's taken their share of cuts and bruises. Need some armor? Maybe it's a bit secondhand, but that's only a testament to its durability. Was es hier alles gibt. We also have a line of specialized melee weapons. For those times you have to repel borders but don't want to risk a bullet through the hull. Erzähl mir mehr über deine Waren. Everything I sell is fresh from the forge. Technically, the metal formed billions of years ago, but it's freshly in this shape. Gehörst du auch zu den Spacern? Not me, but it's in my blood. After the crossing, my family worked Eridanos, indentured to the corporations. Erzähl mir mehr. I was born into corporate labor, but I'm the first one of my family to buy my way out. That's why I settled on Groundbreaker. It's the last bastion of freedom. Zeig mir mal dein Angebot. Das ich sowieso nicht kaufen will, weil ich es mir jetzt gerade nicht anschauen will. Okay. Groundbreaker Promenade. Hier gehen wir gleich hin. Hier kommen wir nicht rein. Hier ist Aunt Cleos. Hallo. Hearty greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. May this unit dispense proteins for your ingestion. Bist du nicht nur ein besserer Verkaufsautomat? This unit is programmed to simulate shock at such assertions. Shock simulation non-functional. A trouble ticket has been filed. Lass mich mal sehen, vielleicht kann ich es reparieren. Shock simulation restored. Initiating shocked subroutine. How dare you? Shocked subroutine complete. Estimated guilt level of customer increased by 35%. Resuming protein dispensation protocol. May this unit dispense proteins for your ingestion. Sag mal, was du hast. Dispensing sequence. Please unblock all relevant facial protein ingestion tubes. Okay, auch hier will ich nichts angucken, aber es ist interessant und cool gewesen, mit dem zu quatschen. Report any sightings to your local board embassy. Have you seen this man? Reward offered for information das ist... Go back to Byzantium, you gold-plated bastard. Report any sightings to your local board no one wants you on Groundbreaker. Okay, mal ganz kurz hier noch umschauen. Öffentliche Ankündigungen. Vom Glück verlassen. Hey, also das ist meine Geschichte. Mein Schiff war in verdammt schlechtem Zustand, konnte mich gerade noch so zu Groundbreaker schleppen. Wir konnten weder den Treibstoff noch die Reparaturgebühren, die anderen Gebühren oder die Gebühren für das Nichtbezahlen der anderen Gebühren bezahlen. Was? Weshalb ich hier jetzt wohl festsitze. Dann haben sie mir mein Schiff weggenommen und es an Schrotthändler verkauft. Jetzt ist meine Kreditbewertung natürlich am Arsch und kein Konzernfrachter will mich anstellen. Ich hoffe, dass es da draußen einen guten Samariter gibt, der mir eine Koje und eine Arbeit anbieten kann. Danke fürs Lesen. Diese Nachricht wurde in den letzten 632 Tagen 56 Mal veröffentlicht. Suche Arbeit. Suche dringend nach einer neuen Crew, die mich aufnehmen kann. Ich hänge jetzt schon seit fast einem Jahr in Halcyon rum. Keine Ahnung, warum ich keine Stelle finde.
So lange musste ich noch nie warten, um wieder auf einen Frachter zu kommen. Ich wollte eigentlich einen von diesen seltenen Frachtern zurück zur Erde nehmen, aber ich konnte keinen finden und selbst die kürzeren Frachtrouten zu den inneren Welten werden wohl heutzutage seltener befahren als die Außenweltrouten. Falls jemand irgendwelche Infos über die anständige Arbeit hat, postet es bitte hier. Schiff beschlagnahmt. Es folgt eine allgemeine Bekanntmachung zu unseren Beschlagnahmungsrichtlinien. Wenn der Vorstand euer Schiff beschlagnahmt hat, dann müsst ihr das mit dem Vorstand klären. Ihre Botschaft befindet sich in dem protzigen Gebäude gegenüber der Sublight-Lagerhalle. Schickt alle Fragen, ausstehende Gebühren oder Hassbriefe dorthin. Vor allem die Hassbriefe. Wenn die Groundbreaker euer Schiff beschlagnahmt hat, dann zahlt die verdammten Gebühren und lasst meine Leute in Ruhe. Zur Nahrungsmittelsituation. Ich möchte diejenigen von euch beruhigen, die Bedenken hinsichtlich der Qualität der Viktualien auf der Groundbreaker geäußert haben. Ja, mir ist bewusst, dass es auf der Promenade stinkt. Unsere Vorfahren haben es nicht so weit gebracht, weil sie sich nur von Spreadwurst und Borst ernähren konnten. Aber so sieht nun mal die Realität hier aus. Wenn man es pökeln, in Dosen packen und in einen Darm oder Magen stopfen kann, dann nennen wir es Essen. Das sind wir nicht wählerisch. Wer im Weltraum lebt, der nimmt, was er kriegen kann. Und wir kriegen nun mal nur muffiges Fleisch, eine Menge Salz und 11 verschiedene Sorten Senf, als ich das letzte Mal gezählt habe. Versucht das Beste daraus zu machen. Und dann hacken wir einmal noch. Und hier von Jay Tennyson an alle. Ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Und wie sieht es eigentlich mit der verstopften Toilette aus? Also die suchen Private Taylor. Wenn Chief Guiying mir irgendwas beigebracht hat, dann, dass die Moral der Crew im direkten Verhältnis zur Qualität der Klos steht. Und ohne ordentliche Klos gibt es auch keine Privatsphäre. Das ist menschenunwürdig. Also lass uns endlich das beheben. Von irgendjemanden an Wildkatze-Gruppe. Auch wenn wir unser letztes Treffen auf der Groundbreaker schon fast 20 Jahre her ist, hatte ich gehofft, wir könnten die alte Gang nochmal zusammentrommeln. Natürlich ist heute einiges anders. Manche von uns sind jetzt Fernflieger, einige arbeiten für Konzerne, andere sind vermutlich schon tot. Und wieder andere fristen ein jämmerliches Dasein auf Tartarus und lesen diese Nachricht nicht, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Auf meine letzte Einladung hat leider niemand reagiert. Ich hoffe, das heißt nur, dass ihr mit Familienfesten und euren Jobs beschäftigt seid. Bleibt frei, Freischaffende. Und von Iceman an die das IS Megafrachter-Kollektiv. Hey Leute, nach meiner Dashkova-Runde bin ich gerade wieder aufgetaut. 2 Jahre hin, 2 Jahre zurück. Ihr könnt euch sicher meine Verwunderung vorstellen, als ich per Funk von der Groundbreaker-Crew mitgeteilt bekam, dass sich das Andocken verzögern würde. Aus einer Stunde wurden 5 und daraus dann Tage. Am Ende mussten wir ganze gottverdammte Woche auf diesen verfickten Schrotteimer verbringen, bevor wir endlich andocken durften. Und weil wir die ganze Zeit natürlich nur Däumchen drehen konnten, wurde keiner von uns bezahlt. Ich weiß noch nicht, wie es euch geht, aber ich habe laufende Kosten, eine Familie, die ich viel zu selten sehe und verdammt hohe Schulden. Auch wenn ich nicht arbeite, muss ich meine Zahlungen trotzdem leisten. Klingt das für euch fair? Haben wir Mega-Frachtarbeiter denn keine Rechte? Wir sollten was dagegen tun. Wer mir zustimmt, schickt mir bitte eine Nachricht. Ich antworte dann, wenn ich wieder von Gensan zurück bin, also in 3 Jahren. Und das kann nicht abgerufen werden. Warte. Oh. Nicht mehr. Was? Oh. Was? Ich speichere mal. Hier ist Halcyon. Und hier ist was ist denn hier? Konzernsoldat. Ah ja. Das ist Udon Bedford. Ich weiß nicht, ob ich das da machen soll. Udon Bedfords Code. Okay, alles klar. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Alex ist tot. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Mein Beileid. Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. Wie standest du zu ihm? He was my dearest friend. Oh. My only friend. Oh. You have his ship, you must know.
That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Was? Did he? Yep, definitiv. Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Tell me, how did he die? Die Details willst du nicht wissen. You're quite right, of course. Best not to pry into such dismal things. Ja, genau. Mein herzlichstes Beileid. Könnten wir jetzt wieder über die anderen wichtigen Sachen reden? Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Nö. Warum hat... Nee, Alex hat Phineas Wells nie erwähnt und ich habe auch nie mit Alex geredet. That's... Well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Wie meinst du das, dass der Vorstand den Kopf abreißen will? It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's... well, it's my white whale, I suppose. Ich kann ja nicht sagen, wo Wells ist. It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Ich bin hier wegen Jessie Doyle. Ich will, dass ihre Schulden gestrichen werden. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Ah, war toll. Lebendig ist sie mehr wert als tot. Lass sie ihre Schulden abarbeiten. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but... Ja. I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? So wie ich das sehe, hat sie keine große Wahl. I quite concur. It's refreshing to deal with someone practical for a change. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Ich wollte noch was fragen. Be my guest. Was genau machst du hier? I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I'm their eyes, ears, and busy little hands. Das eine bedeutende Persönlichkeit auf einer unbedeutenden Weltraumstation. Du hast es wirklich geschafft. I have few complaints. Kannst du mich nach Stella Bay bringen? Good law. Who'd want to go to that toxic hell pit? Also ist das ein Nein. No. Emphatically no. Unequivocally no. Immutably no. Warum stehen hier bewaffnete Wachen rum? Oh. You've noticed my friends. Wonderful. Aren't their guns very large? Tremendously impressive. Was? They're here to keep the peace, of course. Um dich zu beschützen, meinst du wohl? Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status and so resents any board presence, no matter how benign. Ein Bürger für die Promenade nennst du also helfen? When the alternative is board guards at their gates, yes, I do. They don't see it that way, of course, but I can't say I much care. Findest du nicht auch, dass es hier drin ziemlich heiß ist? Law, but it's miserable. My underarms are damp. How can I be expected to work in these conditions? Chief Tennyson is supposedly looking into the cause, but I've seen no action from her. Deplorable conduct. My superiors will be hearing about it. You can be certain of that.
Was ist denn hinter der abgeschlossenen Tür da hinten? A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell's use. Ah. Da kommt der Vorstandsvorsitzende häufig hier vorbei? Oh, good law, of course not. He'd never set foot on this decrepit junk pile. Ach so. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state a room must be maintained for the chairman's exclusive use. Zu meinen anderen Fragen. Ich gehe. Okay, gut, dann haben wir das auch durch und dann haben wir jetzt wirklich erstmal die Raumstation hier. Wow, so grob erstmal durchgeguckt wenigstens. Ich gehe in der nächsten Folge oder jetzt schon mal auch Richtung Krankenstation, weil dann kann ich Ihnen nämlich sagen, dass die Schulden erlassen sind. Und dann sehen wir uns wieder mal bei der nächsten Folge vor der Krankenstation. Bis dann.